Also am meisten merke ich es merkwürdigerweise an meinen Abschminktüchern. Wenn ich die so vor mir liegen habe, dann fällt mir das immer ein, dass ich mir die nicht leisten konnte. Es geht nicht nur mir so, es geht allen Frauen so, die eine ähnliche Struktur leben wie ich, was wir Mütter ja tun. Ich habe meine Kinder großgezogen. Ich habe nicht durch Gewalttaten oder Alkoholismus mein Leben verloren, sondern durch eine Trennung einfach. Ich würde einer Frau in meiner Situation raten, sich Hilfe zu suchen, überall, wo sie kriegen kann. Und nicht das Leben zu führen, das nicht richtig ist. Da unten habe ich gewohnt. Das war mein Zimmer. Und dann hatte ich diesen furchtbaren Ausblick. Der ja so ein Keller, so ein halbes Kellerloch. Ich habe das ja dann irgendwann nicht mehr verlassen. Ich saß nur noch im Zimmer und war da. Ich habe auch nicht mehr gekocht. Ich konnte nur noch da sein für die Kinder. Ich habe einfach nur gekämpft. Wenn ich durchs Haus lief und mein Ex-Mann mich anschrie und ich dann in der Ecke stand und mir die Ohren zugehalten habe und die Augen geschlossen habe und angefangen habe zu singen und er mich anschrie und einfach wartete, bis er aufhörte. Es gab ja auch Situationen, die ich gefährlich fand. Und dann habe ich ihn gebeten, zu gehen. Und weil ich es gefährlich finde. Weil die Kinder es auch mitbekamen und er ist aber nicht gegangen. Nicht mal eine Stunde. Da war für mich der Moment, wo ich dachte, ich warte nicht mehr. Ich kann nicht warten. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt hier bleibe, dann werde ich sterben. Naja, zunächst habe ich versucht, für die Kinder und mich eine Wohnung zu finden, natürlich. Ich habe ja sogar extra einen Anzug. Ich habe einen Wohnungssuchanzug mir gekauft damals. Ich war wahnsinnig seriös. Haare zusammengebunden. Ich war wie eine Vorzeigesekretärin. Aber in dem Moment, in dem ich dann sagen musste, und sie fragten, wovon leben Sie denn, habe ich gesagt, vorübergehend von Sozialhilfe. Und das war in der Regel eigentlich dann immer vorbei. Dann hatte ich hier diesen Termin, ja, in dieser wundervollen Wohnung. Ich habe ja noch nie so schön gewohnt wie hier. Und dann war diese wundervolle Frau, die jetzt meine Vermieterin ist. Und dann zeigte sie mir die Wohnung und ich habe mich gleich in die Wohnung verliebt. Meine Mutter starb vor 3 Jahren. Dann erbte ich ein wenig Geld. Und dann war es so, dass ich über so viele Jahre schon die Idee hatte, ich hätte gerne einen Eiswagen. Und dann habe ich das gemacht. Also eigentlich habe ich kein emotionales Verhältnis zu Fahrzeugen. Aber hier schon. Das ist ganz komisch. Ich finde sie sehr niedlich und ich finde, sie ist wie so ein kleines Tierchen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Erstens finde ich sie total niedlich und zweitens habe ich ja alles selbst gemacht. So. Ich habe ja das Logo selbst gemacht und da habe ich ziemlich lange überlegt. Ja, die war halt roh und die Wand und da habe ich, genau. Ja, und irgendwie ist das mein Platz. Ich kann es gar nicht anders sagen.
Anfang März sind wir geschieden worden. Normalerweise wäre ich da innerhalb von 2 Wochen. Von 3 Wochen hätte ich das Geld haben können. Dass ich das Geld bekomme, das ist bei der Scheidung schriftlich festgehalten worden. Jetzt ist es September und ich habe mein Geld immer noch nicht. Und inzwischen ist es so, dass ich meine Rechnung nicht zahlen kann, logischerweise. Ich habe mir ja Geld geliehen. Und die Sozialhilfe, die reicht nicht zum Leben. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich gerade selbstständig macht. Man kann sich nicht selbstständig machen von Sozialhilfe. Das geht nicht. Ich brauche ja Ware, ich brauche ein Auto. Also das ist alles nicht bezahlbar. Und ich bin in eine Situation geraten, die ich so nie erwartet hätte. Wir fahren jetzt nach Wehrheim. Das ist, da habe ich gewohnt. Und da wohnen jetzt meine Kinder. Und da fahre ich so oft hin, wie ich kann. Es ist mir viel zu wenig, aber ich bin sehr eingeschränkt in meinen Möglichkeiten, weil ich nicht hinfahre, wenn der Vater da ist. Ich möchte dem nicht begegnen. Wenn ich weg bin, dann muss ich einen Moment nicht an sie denken, sonst würde ich es nicht aushalten. Weil ich die Hand nicht drüber halten kann. Weil ich nicht da sein kann, wenn was ist. Und weil ich weiß, dass es ihnen manchmal nicht gut geht. Und ich bin dann aber nicht da, um es zu spüren und um es zu richten. Und darauf warten zu müssen, dass sie es sagen, das ist eine andere Geschichte für eine Mutter. Ich würde es spüren, wenn ich da wäre. Hallo? Ist jemand da? Johnny? Hallo, ich bin's. Luca? Ganz kurz. Oh, schön, dich zu sehen. Johnny, weißt du, ob der Luca wach ist? Ja. Ist der wach? Ja. Dann ignoriert er mich. Hast du denn was gezeichnet gestern? Ja. Zeig mal. Ich hätte gerne meine Ausbildung als Grafikerin fertig gemacht, doch dann wurde ich schwanger. Und ich war ja schon 31 beim ersten Kind. Mein Leben lief halt so, wie es lief. Und das war wirklich für mich ein schwieriger, oder ist es, ich habe keine fertige Ausbildung. Ich bekam dann das 3. Kind und dann war an eine Ausbildung sowieso nicht mehr zu denken. Wegen dem Bleistift auch. Ich glaube, das willst du nicht haben. Kommst du mit dem Spitzer? Klappt Ja, das der jetzt? geht jetzt. Warum geht der jetzt? Ja, der ist halt, da muss man ein bisschen Druck drauf machen und dann wird's... So hochbiegen. Johnny ist halt der sich im Moment sehr damit beschäftigt. Da siehst du ja auch das Buch, ja? Der das irgendwie studiert gerade, finde ich. Und das sind... Und ich habe erst mal gemerkt, wie gut ich zeichnen kann jetzt mit den Gesprächen mit Johnny. Das ist irgendwie... Das Spannende war, dass mein Vater zum Beispiel, der ja wirklich dieses Genie ist, auch seine Sachen immer uns gezeigt hat für die Reflexion, weil wenn man drin steckt. Und das ist die Art, die ich versuche. Ja, das finde ich auch. Also das ist einfach auch dann nochmal ein frischer Blick so von jemand anderem, weil wenn man beschäftigt sich natürlich dann auch mit den eigenen Sachen, aber dann sieht man auch vielleicht irgendwelche Fehler nicht, die dann halt, du dann zum Beispiel siehst und dann kannst du Feedback geben und das ist dann praktisch. Janusz? Kann ich rein? Bist du so krank? Kann ich dir einen Tee machen oder so? Diesmal war es ab dem 9. war mein Konto leer. Und dann geht die Karte nicht. Dann habe ich mir Geld geliehen, habe ich dann irgendwann festgestellt, das ist überhaupt nicht mein Geld. Ich habe zwar jetzt Geld in der Tasche, aber ich mache gerade Schulden. Ja? Und das spürst du nicht so, wenn du dir was leihst. Aber du hast ja kein Geld, ist ja nicht deins. Und das kannst du auch nicht endlos machen. Und dann hast du natürlich zum einen das Gefühl, du machst was falsch, ja, weil du kriegst ja Geld vom Staat und gehst nicht arbeiten. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass ich was falsch mache, aber dass irgendwas im System nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass du, wenn du aus dem System rausrutschst, dann
bist du draußen. Und ich habe meine Kinder großgezogen. Ich habe nicht irgendwie durch, keine Ahnung, Gewalttaten oder Alkoholismus oder irgendwas mein Leben verloren, ja? Sondern durch eine Trennung einfach. Es gab tatsächlich inzwischen 3 Situationen, in denen ich nicht genug Geld hatte, um was zu essen zu kaufen. Und dann fiel mir das ein, als ich hier war, dass mein Sohn, das haben wir mal ausgemacht, ich weiß gar nicht, genau, als es anfing knapp zu werden, haben wir ausgemacht, dass ich die Dosen mitnehme, einsammle und dafür darf ich das Pfand behalten. Das war so unser Deal. Es gab viele Momente, von denen ich dachte, jetzt ist es aber schon ziemlich weit unten. Der Moment mit den Dosen war tatsächlich ein Moment, wo ich merke, eben rutschst du raus aus der Gesellschaft. €8,25. Vom Arbeitsamt. Ja, also das ist ja eigentlich nicht besonders schlau, Post nicht aufzumachen. Und das war auch so nicht geplant. Ja, ich habe ja gedacht, ich kriege mein Geld und dann hatte ich lauter Rechnungen. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt mal kurz die Augen zu und wenn ich dann in 2, 3 Wochen mein Geld kriege, dann zahle ich das alles. Und daraus ist ja jetzt ein halbes Jahr geworden. Und das Ende ist ja noch nicht abzusehen. So sieht es bei mir aus. Es ist auch schon wurscht. Normalerweise mache ich sowas nicht, dass man da die Augen zumacht und dann irgendwann... Also ich hatte ja auch schon den Gerichtsvollzieher hier. Da komme ich ja nicht mehr raus. Ich kann ja die Rechnung nicht zahlen. Ja. Und die Schuldnerberatung ist aber auch nicht zuständig, da war ich ja auch. Weil die gesagt haben, ich hätte ja Kapital, die war nicht zuständig. Was haben die gesagt bei der Schuldnerberatung? Sehen Sie mal zu, dass Sie Ihr Geld kriegen. Ja, ist kein Scherz. Das fand ich eine super Idee. Vollstreckungsandrohung, oh, der ist schön. Oh. Ich ging raus aus dem Haus und von dem Moment an hätte ich das Kindergeld nicht mehr beziehen dürfen. Das wusste ich nicht. Und das soll ich jetzt zurückzahlen. Für 1 Jahr und noch ein paar Monate. Ich habe das Geld für die Kinder ausgegeben. Ich habe Essen gekauft, ich habe Waschmittel gekauft, ich habe Duschzeug, ich habe Dinge des täglichen Bedarfs für die Kinder besorgt. Was man braucht, einfach. Genau. Ich habe dafür gesorgt, wie immer. Die Familienkasse sagt, es ist egal, was ich damit gemacht habe. Ich hätte es nicht beziehen dürfen. Das ist Gesetz und das ist klar. Jetzt gehe ich zur Tafel. Um 15:10 Uhr muss ich da sein. Pünktlich. Manchmal werde ich darauf angesprochen.
du gehst zur Tafel. Und inzwischen ist die Tafel wirklich mein kleinstes Problem. Das ist für mich, inzwischen die Tafel ist für mich tatsächlich wie andere Leute einkaufen gehen. Das ist für mich noch die gehobene Küche. Da kommst du auch nicht so leicht rein. Als ich das allererste Mal zur Tafel ging, da hatte ich all die Gefühle, die man sich vorstellt. Scham, ich war unsicher. Was man sich denkt, was man fühlt, wenn man zur Tafel geht. Dann kam ich da rein und dann war das aber alles ganz anders. Das war ein schöner Ort. Das war ein respektvoller Ort und das war nicht so, wie ich dachte, dass es ist. Ja, wirklich toll. Wir können ja schon mal nach Brot gucken. Ja, gerne, danke. Solange ich noch zur Tafel kann, ist es noch okay. Also da hat sich meine Perspektive tatsächlich auch verändert. Heute bin ich da ganz erhobenen Hauptes. So, Frau Wittroy. Kann ich Ihnen das geben? Ganz nach hinten, ja. Bei der Tafel habe ich gefragt, ob ich auch Essen für meine Kinder haben darf. Und dann haben die gesagt, nee, das würde nicht gehen, weil sie nicht da gemeldet sind. Und dann habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass ich ich will ja keinen Kiosk aufmachen. Ich bitte euch um Essen. Kann nicht sein, dass die Bürokratie da einen Riegel vorschiebt. Und dann haben sie noch mal geguckt, das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert. Und dann haben sie herausgefunden, dass ich auch was für meine Kinder haben darf. Und dann hat mein Ex-Mann tatsächlich mir mehrfach schon verboten, Sachen von der Tafel mitzugeben. Das war extrem eine der vielen Demütigungen. Darf ich 3 Euro dann bitte bekommen? Und ihr habt alle kein Kleingeld, ne? Nee. Völlig aus der Mode. Ah. Habt ihr mal kurz einen Blick drauf? Könnt ihr mal ganz kurz gucken? Ich wollte mal dem Kaffeemann kurz was sagen. Dem anderen. Aufpassen, nur Aufpassen, ihr könnt auch Kaffee verkaufen, mir ist wurscht. Ja, klar, wir passen auf. Ja? Ich wollte nur sagen, ich wollte euch nicht das Geschäft kaputt machen. Ich schicke dir jeden zweiten rüber, wenn sie zu mir kommen. Ja. Und ich würde empfehlen wirklich, dass du ein bisschen nach vorne gehst, man sieht dich nicht. Weil wenn ich dich rüberschicke, sagen sie, wo ist er denn? Ich komme. Hallo, Entschuldigung. Hallo, was darf ich denn für Sie tun? Sehr gerne. Stehen Sie schon lange? Ich musste nur den Kaffeemann beschwichtigen. Und habe ich schon erwähnt, die Zeichnungen sind auch von mir. Okay. Die Grafen. Echt super. Ich zeichne heute besser als früher, finde ich. Okay. Vielleicht, weil ich entspannter bin. Früher war ich... Mit Aquarell. Kleine Sekunde. Ja, klar. Der Herr, darf ich Sie rüber zum Kollegen schicken? Ich schicke nämlich jetzt alle zweiten Leute, schicke ich darüber, damit er auch was davon hat. Mit dem schwarzen Schirm, wenn es Ihnen nicht zu weit wäre. Und wenn Sie Schokolade wollen, kommen Sie zurück. Oder eine Plauderei, bin ich da. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, was Sie wollten. Kaffee? Kaffee. Ist ja alles kompliziert. Einen für mich, einen großen und einen kleinen für Sie. So. Was darf es denn für Sie sein? Heiße Schokolade mit Chili. Gerne. Ich locke mir ja die Leute an, weil ich Menschen liebe und weil ich mich gerne unterhalte. Und dann kriegen sie von mir einen Kaffee, damit sie kommen. Und dann bleiben sie und wir plaudern. Ja, das macht Spaß. Die Veranstaltung ist jetzt schon eine ganze Weile vorbei. Und ja, ich bin geblieben. Es ist ein wunderschöner Ort hier. Ich habe das sehr genossen und auch, dass ich jetzt die Zeit habe, Dinge in meinem Rhythmus zu tun.
Ja, es hat viel Spaß gemacht. Und das ist genau das, was ich machen möchte. Ich lief gerade hier die Fußgängerzone entlang und war dabei, viele Dinge gleichzeitig zu erledigen und telefonierte gerade. Und bin dann an den Bankautomaten und plötzlich war diese Zahl sichtbar. Ich musste mich aber auf was anderes konzentrieren und das dauerte einen Moment. Und als ich dann auflegte, war ich auf einmal... Dann habe ich erst mal geheult. So, dann habe ich erst mal geweint und dann habe ich mich hingesetzt. Ich glaube, ich bin erschrocken. Ich war auf einmal ganz durcheinander und es fühlte sich gar nicht so an, wie ich dachte, sondern mir fielen viele Sachen gleichzeitig ein. Was mache ich jetzt? Ja, ein großer Moment, der irgendwie sich merkwürdig anfühlt. Und ich dachte, ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin heute um kurz nach 4 aufgewacht und habe dann den ganzen Stapel Post aufgemacht und alles bezahlt. Das ist das hier. Und es fühlt sich schon gut an. Heute besuchen mich meine Jungs und die letzten Male, als ich da war, da mussten sie bezahlen, wenn wir was bestellt haben. Ich hatte einen Geburtstag, da hatte ich kein Geschenk. Ich fand das sehr, sehr unschön. Aber heute kaufe ich meinen Lieblingskuchen. Und ich weiß, dass sie den auch mögen. Hallo. Bitte schön. Ich hätte heute gerne ein großes Stück Kuchen. Und eine Vanilleschnecke. Ja. 17,40 Euro bitte. So. Heute ist es dann wieder so, wie es gehört. Einfach wie es gehört, ganz normal. Hi. Hi, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Haben wir was zu trinken? Hi, Kurz? mein Süßer. Oh, du bist Durst. Geh mal durch. Ich weiß ja nicht genug Platz. Hallo. Ah, das sind Pokersachen mit Hi, mein Hase. Wie geht's dir? Ja, ganz gut so weit. Sehr schön. Dir? Mir geht's prima. Super. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen, als ich schwanger war und habe Kinder großgezogen, 3 Stück. Und jetzt sieht es so aus, als dass ich von Altersarmut bedroht bin, auch wo ich jetzt stehe. Der Schokokuchen? Der ist doch schlimmer, oder? Wie bitte? Oh, der ist doch schlimmer. Das ist der Kuchen, der ist total schwer. Die andere Hälfte. Passt schon. Danke sehr. Tatsächlich Kuchengeschmack. Mhm. Ja. Ach so, was ich euch noch berichten wollte. Das Geld ist angekommen. Ja. Ja. Und wie fühlt sich's an? Komisch. Deshalb haben wir ja auch Kuchen. Ja, Deshalb haben wir auch einen ganzen heute Kuchen. Morgen wurden schon die ganzen Rechnungen aufgemacht. Nicht nur aufgemacht, ich habe überall. auch die Rechnung bezahlt. Und ihr kriegt jetzt auch euer Geld wieder. Was geht? Ach so. Das ihr mir geliehen habt. Ach nee, nix, schon gut. Für mich war meine Mutter, also war die Mama immer so, guckt man hoch und was sie sagt ist richtig und alles. Und dann, wenn man dann halt sieht, dass es halt vielleicht auch nicht funktioniert, so wie sie sich das vorgestellt hat oder alles, dann denkt man sich auch so, ja. Waren natürlich jetzt schwerere Zeiten auch. Das bekommt man natürlich mit. Da macht man sich natürlich auch ein bisschen Sorgen um sie und versucht da immer da zu sein. Aber sie hat es schon sehr, sehr gut versucht immer. Beziehungsweise sie hat es auch gut gemeistert, oder? Ja, ich finde, also sie war auch immer recht zuversichtlich.
woran ich mich immer dran erinnere, dass sie immer gesagt hat, ja, es wird alles besser. Und dann, ich denke, jetzt sind wir langsam so da angelangt, wo es alles besser wird. Ich würde einer Frau in meiner Situation raten, sich Hilfe zu suchen, überall, wo sie kriegen kann. Bei allen Frauenstellen, im Frauenhaus. Und ich würde Frauen in meiner Situation raten, zu gehen und nicht das Leben zu führen, das nicht richtig ist und das oft Unterdrückung bedeutet. Die Pralinen sind hier. Oh, die Pralinen sind hier. Jetzt fahre ich nach Frankfurt auf ein Stadtteilfest. Ich weiß noch gar nicht wo. Also ich weiß es schon, aber ich merke mir das immer nicht. So, oder? Entschuldigung. Wo habt ihr euren Strom her? Wo gibt's den Strom? Den haben wir da vorne her. Wie da vorne? Hier gleich an der Mischpult. Den eigenen Atomkraftwerk. So was in der Art. Wasser ist da vorne, an die 4 Hähne. Es gibt Wasser, jetzt wieder kalt. Wasser. Echt? Cool. Wie daheim. Geht das noch ein bisschen mehr? Ich habe Wasser und Strom. Ja, wie eine Königin. Ja. Vielleicht der. Ah, geht. Ist mir warm. Das Verrückte ist, das funktioniert immer. Egal wie es mir geht. Ich hatte ja einen Termin mal, als das alles zusammenbrach, als ich wusste, ich werde meine Miete nicht zahlen können, mein Konto ist gepfändet und ich werde kein Geld haben. Und ich hatte kein Geld für Kaffee und ich hatte einen Termin. Und ich stand da, dann hat der Kaffeemann mir noch Kaffee gebracht und geliehen. Und es hat funktioniert und ich hatte einen mega Tag. Also das funktioniert immer. Das ist toll. So, und jetzt gucke ich nämlich, ob es gerade ist. Ich hatte mal Herren da, die haben mir aufbauen geholfen. Die haben eine Wasserwagen-App gehabt. Ich habe ja ein Glas Wasser. Und es ist gerade, zumindest in meiner Welt. Voila! Heute denke ich, dass ich die Dinge fantastisch für mich auf den Weg gebracht habe. Die Möglichkeit zu haben, Dinge zu tun, die ich liebe. Dann genießen Sie auch. Viel Spaß! Oh, nicht unbedingt. Meine Jungs und ich werde sie begleiten und ich werde sie genießen und ich werde sie beschützen und ich habe wahnsinnig viel Freude an meinen Kindern. Und ich stelle auch fest, in den Dingen, die man liebt, ist man sehr gut. Und das macht mich schon jetzt sehr glücklich.